In diesem Kapitel geht es um die Genossenschaft als spezielle Form des solidarischen Wirtschaftens. Im ersten Teil werden wir uns beschäftigen mit dem kooperativen Charakter der Genossenschaft, sprich mit ihrer Verfassung, mit ihrer Struktur. Und im zweiten Kapitel werden wir dann die Handlungsfelder von Genossenschaften genauer betrachten. Lernziel ist hier, dass Sie einmal die Genossenschaft als Wirtschaftsform überhaupt kennenlernen, dass Sie die genossenschaftlichen Prinzipien kennenlernen und einen Einblick erhalten in Ihre typischen Handlungsfelder. Ja, die Genossenschaft ist eine Rechts- und Wirtschaftsform mit nicht geschlossener Mitgliederzahl, deren Zweck es ist, die Eigenwirtschaft der Mitglieder sowie deren soziale oder kulturelle Belange durch einen gemeinsamen Geschäftsbetrieb zu fördern. Sie sehen hier schon in dieser Definition, der Zweck der Genossenschaft besteht darin, die Eigenwirtschaft der Mitglieder zu fördern. Ja? Das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt. Weswegen die Genossenschaft auch im Grunde die einzige kooperative Rechts- und Wirtschaftsform darstellt. Denn ihr Geschäftszweck besteht wirklich in der Förderung ihrer Mitglieder. Und das sind in der Regel, ist es eben nicht nur ein Mitglied, sondern mehrere, die sich ein gemeinsames Ziel gesetzt haben und letztendlich auf dieses Ziel hin in gemeinsamer Verantwortung und nach dem Prinzip der Selbstverwaltung und Selbstverantwortung sich wirtschaftlich zu bewegen. Das heißt, in jeder Genossenschaftssatzung finden Sie dies unter Paragraph 1, wo es um die Festlegung des Geschäftszwecks geht, ebenso verankert, wie es hier auch definiert ist. Der Sinn, der Zweck der Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder. Ja, so fängt im Grunde jede Genossenschaftssatzung an. Und dann schließt sich eben der genauere Geschäftsbetrieb noch an. Aber es geht eben nicht darum, beispielsweise mit der Herstellung bestimmter Dinge den maximalen Gewinn herzustellen oder den maximalen Profit herauszuholen, ja, sondern der Geschäftszweck ist immer die Förderung der Mitglieder. Damit sind bestimmte Handlungsweisen von vornherein ausgeschlossen. Stichwort Wachstumsorientierung und beziehungsweise Grenzen des Wachstums. Das ist genau hiermit im Grunde genommen in der Genossenschaft als Rechtsform schon verankert. Die genossenschaftlichen Prinzipien haben sich auch im Laufe der Jahre und Jahrzehnte ein wenig verändert. Ich stelle Ihnen zunächst mal die ursprünglichen Prinzipien vor, wie sie durch die Pioniere von Rochdale formuliert worden sind, über die wir uns ja auch schon verständigt hatten. Für die Rochdailer ist das wichtigste Prinzip das Identitätsprinzip. Das heißt, die Genossenschaft vereint letztendlich zwei Rollen, die durch den Marktmechanismus getrennt wurden oder werden, zwei ökonomische Rollen, nämlich den Konsumenten und den Produzenten in einer Organisation. Ja? Und auch das hat wiederum Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit, weil im Grunde genommen niemand den anderen übervorteilen kann. Ja? Also der Produzent hat kein Interesse daran, den Konsumenten mehr oder weniger über den Tisch zu ziehen oder auch umgekehrt, weil sie sind ja Mitglieder derselben Organisation. Dann das Demokratieprinzip, das bedeutet im Grunde genommen, dass jeder, der Mitglied einer Genossenschaft ist, auch eine Stimme hat, unabhängig davon, wie viele Geschäftsanteile er oder sie erworben hat. Es gibt in den Genossenschaften die Möglichkeit, den Erwerb von Geschäftsanteilen mit einer Obergrenze zu versehen, was die meisten Genossenschaften auch tun, damit sie einfach nicht
zu starke Dominanzen unter ihren Mitgliedern herausbilden. Aber es gibt natürlich immer diejenigen, die einen Geschäftsanteil gezeichnet haben und die anderen, die vielleicht 100 Geschäftsanteile gezeichnet haben. Und dennoch haben beide, unabhängig von der Zahl ihrer Geschäftsanteile, eine Stimme. Ja? Also auch nicht so wie in der Aktiengesellschaft oder in der GmbH, dass sich das Stimmgewicht nach der Höhe der Geschäftsanteile richtet. In der Genossenschaft ist das nicht so. Das Förderprinzip hatte ich bereits genannt. Die Genossenschaft dient der Förderung ihrer Mitglieder. Das ist so banal, einerseits so banal wie andererseits auch anspruchsvoll. Ja? Weil eben auch dadurch immer wieder die Genossenschaft darlegen muss in ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit, inwieweit sie jetzt der Förderung ihrer Mitglieder dient. Das heißt, es muss für jedes Mitglied ein geschäftlicher Sinn bestehen, den das Mitglied mit der Genossenschaft ausübt. Ja? Also es muss ein Vorteil des Mitgliedes auch erkennbar sein, sei es durch beispielsweise durch Mitgliederpreise, ja? Die entsprechend niedriger sind, beispielsweise in Handelsgenossenschaften oder Einkaufsgenossenschaften, wo es dann Nicht-Mitgliedergeschäft und Mitgliedergeschäft gibt. Da an dem Punkt ist genau dann wichtig, dass das Mitglied eine spezielle Förderung von der Genossenschaft erfahren muss. Und daran muss sich auch die Genossenschaft in ihrer Tätigkeit immer messen lassen. Danach kommt die Rückvergütung. Wir hatten gestern schon bei den Rochdalern gesprochen über den Kohlepfennig, ja, der letztendlich die Mitglieder der Konsumgenossenschaften auch in eine bessere Position gebracht hat und sie auch vor Überschuldung bewahrt hat, weil sie einfach am Jahresende letztendlich von den Überschüssen ihren Anteil auch wieder zurückbekommen haben. Und zwar jetzt auch nicht den Anteil gemessen an den Geschäftsanteilen, die sie halten, sondern an ihrer Art der Wirtschaftstätigkeit, also an dem Umsatz, den sie generiert haben für die Genossenschaft. Das heißt, dort haben wir auch wieder das Win-Win-Prinzip in dem Moment, wo das Mitglied der Genossenschaft sozusagen etwas Gutes tut, also Umsatz generiert, gibt es auch die entsprechende Rückvergütung für das Mitglied individuell. Und das kann man nicht häufig genug betonen, dass das im Grunde bei den frühen Konsumgenossenschaften der entscheidende Faktor gewesen ist, mit dem sie auch dann wirklich das Arbeiterelend deutlich reduzieren konnten. Ja, weil es einfach einen ganz klar erkennbaren Vorteil gab und auch die Betroffenen, die Mitglieder ganz konkret mehr Geld in der Tasche hatten. Das waren zwar keine großen Beträge, es waren kleine Beträge, aber sie waren letztendlich sehr wirksam in der Situation, in der persönlichen Situation, in der die Menschen sich befanden. Dann gab es, das hatten wir auch schon erwähnt, das Prinzip der beschränkten Kapitalverzinsung. Das heißt, es wurde damals festgelegt, dass das Grundkapital, das genossenschaftliche, nur beschränkt verzinst werden darf. Und zwar einfach auch aus dem Verständnis heraus, dass dies kein ehrenwerte geschäftliche Tätigkeit wäre, die Verzinsung. Ja? Dann gehörte die Bildungsarbeit für die Mitglieder ganz essentiell zu den Konsumgenossenschaften hinzu. Das war zunächst einfach auch wieder dem gemeinsamen Geschäftszweck geschuldet. Das heißt, die Mitglieder wurden geschult, ganz einfach, in den Abläufen ihrer Genossenschaft, also in der Wahrnehmung letztendlich ihrer Rechte und Pflichten. Das führte aber dann auch dazu,
dass die allgemeine Schulbildung in den Vordergrund rückte im Laufe der Zeit. Also dass sowohl Schulen von den Genossenschaften installiert wurden für Kinder und Jugendliche, als auch dann für Erwachsene. Und der letzte Punkt war die politische und konfessionelle Neutralität. Das hatten sich die Genossenschaften eben auch vorbehalten aufgrund verschiedenster, auch schwieriger Erfahrungen in den Auseinandersetzungen, in den Wirren letztendlich auch der Revolution, wo man dann gesagt hatte, man möchte jetzt sich gar nicht mehr hineinziehen lassen in bestimmte Interessenlager und möchte einfach bleiben bei dem, was das Hauptanliegen ist, nämlich die Versorgung der Mitglieder. Ja, diese Prinzipien sind letztendlich, haben sich dann auch verändert im Laufe der Jahrhunderte. Dann der Internationale Genossenschaftsverband hat diese Prinzipien dann nochmal reformuliert und sie zusammengefasst in diesen 7 Prinzipien. In den 90er Jahren, 1995, war die letzte Überarbeitung der Prinzipien und Sie sehen schon, da sind einige rausgefallen. Als erstes ist das Identitätsprinzip rausgefallen, was von vielen Genossenschaftsforscherinnen und Forschern beklagt wird, weil letztendlich das Identitätsprinzip ja sehr, sehr grundlegend ist für die Geschäftstätigkeit im Sinne der Gegenseitigkeit. Ja? Also dass im Grunde auch klar ist, mit dem Identitätsprinzip wird der Marktmechanismus ein Stück weit ausgehebelt. Und es sollte unbedingt zu den Prinzipien dazugehören, ist aber rausgefallen. Noch auch rausgefallen ist die Rückvergütung, die teilweise auch heute nicht mehr in verschiedenen Satzungen vorkommt, was auch im Grunde genommen sehr schade ist, ja, weil dadurch auch nicht mehr dieser direkte Teil der Mitgliederförderung so sichtbar ist. Und was auch komplett verschwunden ist von der Bildfläche, ist die Bildungsarbeit der Genossenschaften. Also es gibt zwar heute auch Bildungsarbeit, die von den verschiedensten Verbänden geleistet wird für ihre Mitglieder, aber es gibt eben nicht mehr diesen Impuls, in die öffentliche Bildung hineinzuwirken und auch dort, sage ich mal, bewusstseinsbildend tätig zu werden. Das ist auch aus meiner Sicht ein wirklich enormes Potenzial, was die Genossenschaften im Grunde verschenken, nämlich die gesamte Öffentlichkeitsarbeit letztendlich, die fehlt sehr, sehr häufig. Also man ist dann auch aus verständlichen Gründen sehr stark mit seinem Unternehmen beschäftigt und kann man auch am Beispiel der Energiegenossenschaften so sehen in meinen Augen. Man ist dann komplett mit dem Unternehmen beschäftigt und hat eigentlich keine Reserven mehr, auch nach außen zu gehen und einfach zu informieren, beispielsweise über bestimmte Fakten der Energiewende oder auch andere zu animieren, sich ähnlich zu verhalten. Das bleibt sehr häufig auf der Strecke und es ist sogar, wie gesagt, aus den Prinzipien offiziell herausgefallen. Ja, aktuell haben wir in Deutschland ca. 50 Konsumgenossenschaften im Lebensmittelbereich, 30 Dorfladengenossenschaften, 2000 eingetragene Wohnungsbaugenossenschaften, 20 Ökosiedlungsgenossenschaften, 10 Mietergenossenschaften, 5000 produktivgenossenschaftlich organisierte Betriebe, ca. 100 Sozialgenossenschaften. Das ist so ungefähr das Spektrum, was gerade abgebildet wird in Deutschland. Also Sie sehen, der Sektor ist hat durchaus Gewicht im gesamten Wirtschaftsbereich. Und obwohl, wie ich ja auch schon öfter gesagt habe, das Bewusstsein darüber
was es heißt, eine Genossenschaft wirklich zu leben, zu führen, auch nicht mehr überall so präsent ist. Das sieht man sehr deutlich an den Banken, beispielsweise Sparda oder Volksbank und Raiffeisenbank, wo viele Menschen Mitglied sind, ohne dass sie dies in irgendeiner Weise aktiv genossenschaftlich erleben. Aber das ist natürlich auch alles wieder zu revitalisieren. Also die Genossenschaft selbst ist in ihrem Aufbau im Grunde dem Verein ähnlich, insofern als die Generalversammlung das Organ ist der obersten Willensbildung. Die Generalversammlung entscheidet nach dem Prinzip ein Mensch, eine Stimme über die Satzung beispielsweise, also über alle wichtigen Änderungen etwa der Satzung, über Genehmigung von Jahresabschlüssen, über das Verteilen von Gewinn und Verlust, über Amtsenthebungen beispielsweise von Vorstandsmitgliedern und Aufsichtsräten oder ähnliche grundlegende Entscheidungen. Das heißt, die Generalversammlung ist das wichtigste Organ in der Genossenschaft. Nur bei größeren Genossenschaften über 1500 Mitgliedern kann die Satzung dann vorsehen, dass Vertreter gewählt werden, die dann die Generalversammlung vertreten, um einfach das Ganze ein bisschen händelbarer zu machen und nicht immer mit so wahnsinnig vielen Menschen dann Entscheidungen treffen zu müssen. Die Genossenschaft muss einen Aufsichtsrat bilden und das hängt eben auch mit ihrem Zweck zusammen, der Förderung der Mitglieder. Der Aufsichtsrat muss aus mindestens 3 Personen bestehen, wird von der Generalversammlung gewählt und der überwacht im Grunde den Vorstand und die Geschäftsführung des Vorstandes. Sämtliche Kontrollen und Revisionen, Berichterstattung der Generalversammlung und er überwacht natürlich auch, dass der Geschäftszweck der Genossenschaft immer schön eingehalten wird, dass es keine Unregelmäßigkeiten gibt, beispielsweise in der Geschäftsführung, oder dass es keine großartigen internen Konflikte gibt, dass auch möglicherweise die Genossenschaft sich weiterentwickelt. Also der Aufsichtsrat ist nicht so, der macht weniger das operative Geschäft als vielmehr das übergeordnete, etwas langfristige Geschäft hat er im Auge. Der Vorstand selber besteht aus mindestens 2 Personen, die wiederum auch von der Generalversammlung gewählt werden. Falls dies nicht anders festgelegt wird in der Satzung. Und bei kleinen Genossenschaften kann auch ein Vorstand, also ein einköpfiger Vorstand, ausreichen. Der Vorstand kann haupt- oder ehrenamtlich tätig sein. Das hängt ein bisschen vom Volumen des Geschäftsbetriebs ab. Der Vorstand leitet also wie ein normaler Geschäftsführer in einer anderen Unternehmensform sozusagen, leitet einfach die Geschäfte und kann allerdings auch in seiner Befugnis wiederum von der Generalversammlung eingeschränkt werden, indem beispielsweise in der Satzung dann auch festgelegt wird, was zustimmungspflichtig ist und was nicht. Und also er ist auch wiederum sehr, sehr stark gebunden, sowohl an Generalversammlung als auch an Aufsichtsrat. Zusätzlich können die Genossenschaften noch Beiräte bestellen. Das macht häufig Sinn bei regional tätigen Genossenschaften beispielsweise oder in bestimmten Branchen. Beispielsweise werden dann Experten in den Beirat berufen, die einfach nochmal ein fachliches Know-how mitbringen oder eine besondere Erfahrung, einen besonderen Erfahrungshintergrund oder Ähnliches. Der Beirat hat auch eine
ganz gute Außenwirkung, also stellt auch immer so ein bisschen das Image der Genossenschaft dann dar nach außen und ist natürlich dann auch vertrauenserweckend, wenn er mit den richtigen Personen bestückt ist. Ja, die Mitglieder selbst haben natürlich die Pflicht, ihre Genossenschaftsanteile, ihre Geschäftsanteile zu erbringen, regelmäßig an den Generalversammlungen teilzunehmen, ihr Stimmrecht auszuüben, die Geschäfte weiterhin aktiv mitzugestalten. Auch das ist gerade bei langjährigen Genossenschaften natürlich so nicht der Fall, sondern da ist die Realität eher die, dass eher wenige Menschen an der Generalversammlung teilnehmen. Also es gibt dort, wie auch im Vereinswesen, viele, die dann eben auch nur auf dem Papier Mitglieder sind. Aber um eine ausreichende Vitalität einer Genossenschaft herzustellen, braucht es einfach auch immer aktive Mitglieder, die Dinge vorantreiben, die neue Geschäftsmodelle entwickeln, etc. pp. Ja, eine wichtige Sache ist noch die Haftung der Mitglieder. In der Regel wird die Haftung in der Satzung beschränkt, und zwar auf den Geschäftsanteil, auf die Höhe der Geschäftsanteile, die jedes Mitglied sozusagen erworben hat. Das macht zumindest Sinn, weil darüber ist dann in einem Fall einer möglichen Insolvenz die Nachhaftung oder die Nachschusspflicht auch ausgeschlossen. Das heißt, die Mitgliedschaft in einer Genossenschaft kann haftungsbeschränkt werden, wird es auch in der Regel. Und das unterscheidet sie auch ganz klar von anderen Unternehmensformen, wie beispielsweise der GmbH, wo die Haftungsbeschränkung dann im Falle eines Scheiterns des Unternehmens nicht mehr so einfach ist. Zum Stichwort Insolvenz ist allerdings zu sagen, dass die Genossenschaft die insolvenzsicherste Unternehmensform hierzulande darstellt. Es gibt zwar ab und an Insolvenzen von Genossenschaften, aber sie sind wirklich sehr, sehr selten. Und das wiederum hat den Hintergrund, dass jede Genossenschaft die Pflicht hat, in einem Prüfungsverband Mitglied zu werden. Das ist auch bei der Gründung dann sozusagen die Eintrittsschwelle, die genommen werden muss. Also die Zulassung oder die Eintragung einer Genossenschaft erfolgt erst nach ausführlicher Überprüfung durch den Prüfungsverband und nach Abwägung sozusagen der Tragfähigkeit des Geschäftsmodells. Und außerdem bedeutet das, dass die Genossenschaft jährlich einer Prüfung durch den Prüfungsverband unterzogen wird. Das ist wird auch immer wieder als Nachteil in die Waagschale geworfen, weil dadurch natürlich auch Unternehmenskosten entstehen, die aber bei genauerem Hinsehen auch nicht wesentlich höher sind als die Kosten beispielsweise, die eine GmbH verursacht. Man muss viel mehr sagen unterm Strich, dass, wie gesagt, diese Zwangsprüfung, diese jährliche, auch dafür verantwortlich ist, dass die Genossenschaften relativ stabile Unternehmen darstellen. Ja, dann gibt es natürlich immer wieder in der Genossenschaftswissenschaft auch Versuche, die Genossenschaften zu strukturieren, zu typologisieren. Ich orientiere mich jetzt hier an der Unterscheidung von Wolfgang Fabricius, der in den letzten Jahren nochmal sehr stark hingewiesen hat auf die Grundstruktur der Konsumgenossenschaften, die wer zu Recht eingebracht hat, auch in der öffentlichen Wahrnehmung etwas nach hinten gerückt waren. Und er unterscheidet eben ganz klar zwischen einerseits den Produktions- oder Produktivgenossenschaften, diejenigen Genossenschaften, die sich auf der Anbieterseite des Marktes befinden, ja, also indem sie eben Dinge herstellen, die auch andere Unternehmen herstellen, sei es jetzt Lebensmittel, sei es gewerbliche Artikel, wie auch immer. Und dann auf der anderen Seite als Gegenstück sozusagen auf der Nachfrageseite des Marktes
die Konsum- oder Reproduktionsgenossenschaften, die definiert er eben, wie wir schon am Beispiel Rochdale gehört haben, als letztendlich die Organisierung des Gemeininteressens, also des Gemeinwohls im Sinne von der Erfüllung der Grundbedürfnisse ihrer Mitglieder. Und als Zwischenform definiert er die Einkaufs- und Vertriebsgenossenschaften. Das waren im Wesentlichen von Schulze-Delitzsch initiierte Zusammenschlüsse von Gewerbetreibenden, die sich zwar auch auf der Anbieterseite bewegt haben, aber auch die Verbraucher mit eingeschlossen haben in ihre Unternehmensform. Also diesen Prosumententypen letztendlich dort auch schon abgebildet haben. Fabricius ist sehr eindeutig in seiner Bewertung und sagt eben, dass die Produktions- und Produktivgenossenschaften im Grunde genommen zwar in der öffentlichen Wahrnehmung sehr präsent sind, aber letztendlich auf die Menge und auch auf die Zeit ihrer Verbreitung gesehen nicht zum Erfolg geführt haben, also immer wieder gescheitert sind aus den unterschiedlichsten Gründen. Dass dafür aber die Konsum- und Reproduktionsgenossenschaften letztendlich bis heute ein Erfolgsmodell darstellen. Ich erinnere nochmal an die enorme Mitgliederzahl, die es gegeben hat zur Zeit auch der Gründung beispielsweise der Parteien und Gewerkschaften, die dann zusammen auf weniger Mitglieder kamen als die Konsumgenossenschaften, die teilweise über 4 Millionen Haushalte als Mitglieder in Deutschland hatten, während die Gewerkschaften und die Parteien nicht mal auf 1 Million Mitglieder kamen. Das ist auch so etwas, was im Grunde genommen etwas in den Hintergrund getreten ist. Fabrizius sagt eben, der Erfolg dieser Konsumgenossenschaften war so durchschlagend, weil ihr Konzept so einfach ist und so allgemein ist. Und wurde aber eben aufgrund auch interner Auseinandersetzungen dann eher zur Seite geschoben und weniger beachtet. Die Konsumgenossenschaften oder der konsumgenossenschaftliche Ansatz ist auch, den findet man auch beispielsweise in der Schweiz. An dem Beispiel der Migros-Genossenschaft, also im Vergleich nochmal mit Deutschland. In Deutschland sind zum Beispiel die Gebrüder Albrecht der Firma Aldi, die mit Abstand reichsten Personen und gehören weltweit zu den 10 reichsten Personen. In der Schweiz ist es so, dass die Konsumgenossenschaft Migros letztendlich einen vergleichbaren Umsatz gemacht hat wie Aldi in Deutschland. Allerdings kommt dieser Umsatz circa 1,8 Millionen Mitgliedern zugute. Ja, also von den Schweizern, von der Bevölkerung ist mehr als die Hälfte mehr oder weniger standardmäßig auch Mitglied bei Migros. Also haben sie sozusagen alle von diesen Umsätzen, die genossenschaftlich erwirtschaftet werden, auch einen individuellen Gewinn. Und Migros ist nicht nur in der Preisgestaltung dann sehr aktiv, sondern bietet auch jede Menge Infrastruktur für die Mitglieder an, angefangen bei Weiterbildung bis hin zu Urlaubsangeboten und so weiter. Das heißt, im Grunde genommen wird der Gewinn dieser Gesellschaft, der wie gesagt vergleichbar ist zu einem Gewinn der Firma Aldi, vergesellschaftet und nicht individualisiert. Und das ist genau das Prinzip der Konsumgenossenschaften, deren Sinn letztendlich darin besteht, für die Daseinsvorsorge ihrer Mitglieder aktiv zu werden. Von diesen 3 Grundtypen haben sich dann wiederum auch im Lauf der Jahre weitere Untertypen
ausdifferenziert oder entwickelt, also auch parallel letztendlich zur Entwicklung der kapitalistischen Ökonomie. Generell lässt sich für die Zeit der Entstehung, also im letzten Jahrhundert, lassen sich die Typen unterscheiden: Konsumgenossenschaften, Wohnungsgenossenschaften, Handwerkergenossenschaften, dann nach Schulze-Delitzsch, landwirtschaftliche nach Raiffeisen, Genossenschaftsbanken und Produktivgenossenschaften. Die letzteren hat Lassalle letztendlich auch sehr stark vorangetrieben. Das war ja auch derjenige, der dann den Begriff dritte Säule der Arbeiterbewegung geprägt hat und mit dieser begrifflichen Prägung letztendlich auch die Leistung dieser Bewegung anerkannt hat. Im nächsten Jahrhundert kamen dann noch weitere Typen hinzu, nämlich Einkaufsgenossenschaften, Wassergenossenschaften. Gibt es auch eine ganze Menge, die also dann wirklich die Wasserrechte halten in einzelnen Gemeinden oder Orten. Energiegenossenschaften kommen wir noch genauer zu, Verkehrsgenossenschaften und soziale Genossenschaften, die also auf dem Sektor der sozialen Dienstleistungen, Betreuung, Beratung, Diakonie etc. Tätig sind. Arbeitsmarktvermittlung, so etwas ist damit einbezogen, und die sind eben auch eine Erscheinung neueren Datums.